Hallo und herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. Heute spielen wir die Story Quest Alibi des Helden der Nacht. Und da sollen wir jetzt in die Taverne gehen und Charles nach Neuigkeiten fragen. Denn in letzter Zeit gibt es Gerüchte um einen sogenannten Helden der Nacht in Mondstadt. Und hätte ich gesagt, fangen wir gleich an und fragen Charles in der Engelsgabe, den Wirten hier. So, you've got a taste for adventure too, huh? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of the Dark Knight Hero. Paimon, daran ist doch nichts Furchterregendes. Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening? Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. Hat schon einmal jemand den Helden der Nacht gesehen? I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight Hero is more than just a groundless rumor. Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend. But just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. Machen wir das doch mal. Noctur Akt 1. Ich frage mich eigentlich, warum wir das machen. Das so wichtig ist für uns. Fragen wir mal mit Margaret, die hat ja auch eine Taverne zum Katzenschwanz. Die dürfte einiges gehört haben. Look no further. It's me. I am the Dark Knight Hero. Das könnte ich mir denken. I'm joking. Jokes aside, I do think that the Dark Knight Hero and I have one thing in common. Okay. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. It's the same in every hero story, isn't it? Ja, Margaret, du wolltest doch einfach nur angeben, dass du auch viel Geld hast. No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. Aber hätten die das dann nicht schon längst irgendwie gemeldet?
Hallo, kann ich etwas für dich tun? Was machst du da? Ich wünsche mir etwas. Man muss nur eine Münze in das Wasser werfen und sich dann leise etwas wünschen. Man muss jeden Tag kommen und sich etwas wünschen, damit die Fee der Quelle einen erhört. Tut mir leid, ich huste die ganze Zeit. Oh, ich glaub, die ist krank, die Arme. Was ist denn mit deiner Familie? Mama, Papa und Anthony kümmern sich wirklich gut um mich. Anthony beschafft mir meine Medizin. Dafür geht er sogar nachts arbeiten. Das ist wirklich lieb von ihm. Wenn ich auch etwas für eine Familie tun könnte. Oh. Was gibt's? Was machst du da? Ich wollte gerade einkaufen gehen. Okay. Hat wohl Hunger. Mein Mann hat mittlerweile genug von meinem Essen. Deswegen will ich gleich was zum Mitnehmen kaufen. Bist du eine Reisende? Ach, wie schön. In Liebe soll es viele Gerüchte geben, dass man sie in verschiedenen Küchen einteilt. Gerichte geben, dass man sie in verschiedene Küchen einteilt. Das würde ich gern alles mal selbst sehen. Ja, die Liebe sehen wir hoffentlich auch bald. Frag mal Yuri, ob die noch was weiß. Hallo, möchtest du etwas kaufen? Hast du etwas Schönes eingekauft? Eben habe ich einen hübschen Edelsteinring gesehen. Ich musste ihn einfach nehmen. Aber natürlich war das ein großer Fehler. Ich hätte gleich wissen müssen, dass meine zarten Äuglein den Anblick dieses Preises nicht ertragen würden. Oh ja, das Gefühl kenne ich zu gut. So, sieht so aus, als wüsste hier niemand mehr was. Nö, scheint nicht so. Na gut, dann reden wir mal mit den Stadtwachen. Lawrence, was weißt du denn über den Helden der Nacht? Him? In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Great! This is the guy we need to talk to! So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard! That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow! Guess what I did next? Du bist davon gerannt wahrscheinlich. I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero. So instead, I headed to the Knights of Favonius' residence. Glaubst du, der Held der Nacht könnte ein Ritter sein? Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time he rescued her. Okay. Also Lawrence vermutet, dass es ein Ritter ist. Okay, ja dann Beatrice vielleicht? Was weißt du über den Helden der Nacht? Oh, von den Helden der Nacht habe ich schon einmal gehört. Aber wirklich nur gehört, mehr nicht. Sie nicht. Vielleicht das Blumenmädchen selber? Flora. Willkommen bei Sprache der Blume. Was kann ich für dich tun? Was weißt du über den Helden der Nacht? Über wen? Den Helden der Nacht?
Willst du mir eine Geschichte erzählen? Okay, das Mädchen wohl nicht. Vielleicht Donna. What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight hero. My hero! Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on, how did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no, what am I going to do if Master D-Luke ever finds out? Huh? What's Diluc got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think D-Luke was the one for me. But ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire. But I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. Oh ja? War das vielleicht ein göttliches Who Auge? knows? Now that you mention it, a pyrovision does seem like a good explanation. It lit up the whole area in an instant. I remember that very well. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take Ich a habe look schon around eine the Idee city at tatsächlich. nighttime. If Ah we're gut, ich weiß lucky, auch, wer we es ist. just might bump into him. Aber von dem, was man gehört hat, ist es tatsächlich, finde ich, sehr obvious, Let's stick wer es around ist. Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. Gucken wir uns doch mal hier hinten in Mondstadt um. The Dark Knight hero is Master D-Luke? After managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Das habe ich mir doch gedacht. Ihr seid der Held der Nacht. Dark Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We solved it. Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like, Captain Pie. Pie? Captain Pyro! Tell us, Captain Pyro, what happened here today? Okay, sieht nicht begeistert aus. It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual. Du hast die ganze Zeit alleine mit ihnen I aufgenommen? assume so, unless you're aware of any other Dark Knight heroes around these parts. The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch.
I cannot trust them to take this matter over. Dann habt ihr wohl eine gemeinsame Vergangenheit. What's past is past. I would prefer not to discuss it. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. Oh? What is it, Master D-Luke? Your wish is our command! You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. Dieses Geräusch. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, don't tell a soul. Alles klar, Dilo. Bis dann. Du scheinst dir nicht wirklich in Eile zu sein. Hey! You're just gonna leave us like this? Schnell wie der Blitz. Naja, trotzdem geschickt gemacht von ihm. So muss ich mich hier um die Helichör kümmern. Und kann ihm nicht hinterher. Und ihn weiter mit Fragen löchern. So, sprich mit Hafnen. Oder Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Unless you're looking for the Dark Knight hero, in which case... The Dark Knight hero? You saw him? Oh, the Dark Knight hero is... Paimon. her. Paimon. You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. It's nothing. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. Oh, Why would you lie to me about that? Es tut mir leid. Never mind. You don't seem like Paimon bad ist folks. dumm. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in more detail. Some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. Danke für nichts, Paimon. Danke für nichts. seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. Du musstest es ja auch unbedingt ansprechen, Paimon. Oh. Sorry, ich habe vergessen, das auszuschalten. Wir nehmen jetzt niemanden in der Welt an. Oh, vor dem Ordensgebäude. Ja, sorry. Mein Fehler. Hab's gerade gesehen. Die waren sogar an ihm dran. Ich bin einfach vorbeigelaufen. Huffman! Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? Dürfte ich fragen, ob es einen besonderen Grund Ah, gibt? yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what horrible handwriting. Let me take a closer look. Huh? Some parts of this seem to be complete gibberish. Indeed.
Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. Ich werde die Augen offen If you halten. find out anything at all, come and find me. So, dann sollten wir Diluc mal War Bescheid declaration sagen. sent by the Abyss Order. This is not good news at all for Master Diluc. Quick, we should go tell him right away. Hier. Aber ich habe einen Hund gefunden. Da kann man die immer noch nicht streicheln. Boah, warum sind die denn so, die Entwickler? Auf zum Wein, guten Morgen, Röte. Ist immer noch so schön hier. Oh, da hinten ist noch so ein Schrein. Den sollten wir uns vielleicht markieren. Ungefähr hier. Machen wir mal das Symbol. Das letzte Mal habe ich gut danach gesucht, leider. Oh, ist immer noch so schön hier. Oh. Säubere den Ort nochmal. Ich will, dass er dieses Mal makellos ist. Hierbei geht es um den guten ersten Eindruck. Entschuldige, Adeline. Wir werden dieses Mal sorgfältiger sein. Adelinde. Okay, so. Was ist denn? Ah, hallo Reisende. Willkommen auf dem Weingut Morgenröte. Der Sturm mag vorüber sein, aber hier auf dem Weingut beseitigen wir immer noch das Chaos, welches er angerichtet hat. Ich versuche, die Aufräumarbeiten zu organisieren, aber diese Mädchen, sie... Entschuldigung, Adelinde. Wir werden dieses Mal sorgfältiger sein, Adelinde. Ja, das hast du bereits gesagt. Vielen Dank dir. Warum verwendest du jetzt nicht etwas mehr Anstrengung auf das Saubermachen, anstatt dich bei mir zu entschuldigen? Husch. Diese Kinder. Oh, sie sind so schlampig. Ich weiß nicht, wie wir das alles in diesem Tempo schaffen sollen. Und auch danach muss noch drinnen sauber gemacht werden. Ich bin exzellent im Kern. Sind wir da? Anscheinend. Wirklich, das ist großartig. Naja, da du dazu bereit bist, werde ich dein Angebot gerne annehmen. Folge mir hinein. Es gibt auch viel zu reinigen. Cool. So, moin Diluc, wir machen mal kurz dein Haus sauber und dann müssen wir mit dir über was reden. Bodenbretter sind wirklich schmutzig. Der Sturm hat Tonnen von Staub hineingetragen. Während der Sturm noch getobt hat, mussten mich die Teller und die Schüsseln jede Nacht... Okay, Alter, nicht so schnell. Adelinde, please. Bin sehr dankbar für deine Hilfe. Wenn du kannst, mach bitte so schnell wie möglich sauber. Ja. Warte. Ich muss deine Bücher looten. Diener der Ritterschaft. Der Sturm ist wirklich lästig. Was ist denn? Hm? Ach, du bist das Reisende. Meister Diluc hat dich erwähnt. Er meinte, du wärst ein erfahrener und fähiger Abenteurer. Ich komme vom Thema ab. Bist du also zum Weingut Morgenröte gegangen, um etwas Wein abzuholen? Entschuldigung, aber dies ist eine schlechte Zeit. Wegen des Sturms sind die 3 Straßen, die vom Weingut wegführen, nicht passierbar. Der Ordo Favonius konnte die Hindernisse, die der Wind herbeigeblasen hatte, schnell beseitigen, aber die Monster in der Nähe hatten sich aus irgendeinem Grund auf der Straße gesammelt. Die Leute können um die Gegend herumgehen, aber für Wagen mit Ladung ist es unmöglich zu passieren. Die von uns bestellten Zutaten konnten nicht geliefert werden. Es ist äußerst frustrierend. Aber ich habe von den großen Taten gehört und ich kenne deine Fähigkeiten, also vielleicht, falls du willst, kannst du es schaffen, die 3 Straßen wieder zu öffnen? Na klar, das machen wir dann. Wundervoll. Vielen Dank für deinen Willen, mir zu helfen. Ich habe die 3 Händlerrouten auf der Karte markiert. Bitte hilf uns. Das machen wir doch. Wir sind cool. Wir helfen. Ich loote eure Bücher, ja? Cool. Der Wolf und der Trick, okay.
Warte, Diluc, ich rede gleich mit dir. Ich muss ihn mal kurz sauber machen. Master Diluc! Just now, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it. Though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. Naja, beides wird er wohl nicht machen wollen. Arbeite mit den No. Rittern zusammen. That would be playing right into the hands of the Abyss Order. They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making an appearance. If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of interference from the Knights. After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. There is a way. But for it to work, I need some more information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. Warum sollten sie die Herausforderung schreiben, wenn wir sie sowieso nicht It's lesen not können? simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow, seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we un-gibberishify it? Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. Sehr gerne. Aber zuerst müssen wir ein Haus sauber machen. Es ist so wunderbar, dass du helfen kannst. Ich weiß, ich habe Moko und Hili, aber sie sind, um ehrlich zu sein, eher eine Behinderung. Okay. Cool. Mach sauber, ne? Nehmen wir nochmal alle Bücher mit. Gunhildas Kurzbiografie. Ist G nicht so mit dem Nachnamen? Warum hat er ein Buch über G? Ja gut, er hat alle Bücher hier. Ich glaube, Lisa wäre schon fast ein bisschen neidisch. Wobei, eigentlich geht es. Können wir hier rein? Ah, wir können auch... Oh. Eulenstatue. Wächter der Nacht, vergiss nicht die Ankunft der Dämmerung. Verliere im Kampf gegen das Böse nicht das Gute in deinem Herzen. Hier gerade dem Noctur. Oh, die sieht auch richtig auffällig aus wie die Vase. Merkwürdige Vase. Eine Blumenvase, die überhaupt nicht in das Ambiente des Hauses passt. Sie wird wohl ein Geschenk gewesen sein. So. Sorry, Elsa. Ich muss mir mal kurz ein bisschen Staub ins Gesicht pusten. So, Adelinde, wir sind fertig. Alles erledigt. Wundervoll, das war eine große Hilfe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie lange ich selbst dafür gebraucht hätte. Und wenn ich die Mädchen dazu gebracht hätte, es zu machen, wer weiß, wie viele Gegenstände sie am Ende dabei zerstört hätten. Danke dir. Nimm bitte dies. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dich, einen Besucher, mit der Arbeit eines Dienstmädchens vom Weingut zu belasten. Das nächste Mal, wenn wir uns besuchen, wird das Weingut makellos sein. Ach, kein Problem. Wir sind da unempfindlich. So, ich muss aber noch mal kurz da hoch. Wo einfach nichts ist. Krass. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass es Menschen wie mich gibt, die hier hochgehen. Okay. Also haben wir alles hier, offensichtlich.
Und hätte ich gesagt, treffen wir uns beim Stützpunkt des Ordens, Orden des Abgrunds, Gottes Willen, gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on. There's no time to lose. Jo. Dann auf geht's. Tempel des Löwen. So, Trick zum Entziffern der Geheimschrift. Die Geheimschrift eines Abgrundmagiers, die natürlich nur ein Abgrundmagier lesen kann. Um die Schrift entziffern zu können, wäre ein Abgrundmagier äußerst nützlich. Oh, dann besorgen wir uns doch mal einen. So, wir gehen natürlich wieder mit unserem Standardteam los. Denn wenn mich nicht alles täuscht, dürfen wir jetzt nämlich gleich Dialog spielen. Das war ja bei den vorherigen Dingern auch so. Ich wusste das. Genau. Oh, und es ist so cool, ne? Dass die einfach jetzt, also früher hatte Dialog das Favonius-Schwert. Und ich finde das so cool, dass sie ihm jetzt den Wolf's Gravestone gegeben haben. Also seine 5-Sterne-Waffe. Es sieht schon echt cool aus, das Schwert. Oh, ich liebe es. So, Diluc hat eine ganz besondere Elementarfähigkeit. Die kann man mehrmals einsetzen. Und das ist dann so eine Art Combo. Irgendwie kann man doch, glaube ich, was aufladen. Den letzten Schlag, glaube ich. Weiß nicht. Muss mal gucken. Oh. Ist nicht einen sonderlich großen Unterschied gemacht. Ich weiß es nicht. Ich bin auch tatsächlich Diluc noch nie so richtig am Spielen gewesen. Ich besitze ihn zwar auf meinem anderen Account, aber ich habe den halt auch wieder so spät bekommen, so wie viele Charaktere. Und ich war immer zu faul, die dann zu bauen. Und mittlerweile bereue ich das echt. Ich bin gerade dabei, tatsächlich ihn hochzuleveln. Gucken wir uns auch gleich die Ulti an von ihm. Und ja. Oh, ich finde das so cool. Also, ich hab schon wieder voll vergessen, dass sein Schwert danach ja auch kurz Pyro bleibt. Oh, ich glaube, hätte ich den Wolf's Gravestone, ich würde sofort Diluc hochbauen. So, das ist wieder so eine bröcklige Wand, ja. Surprise! Ich glaube, wo ich es gedrückt gehalten lassen habe, hat er noch so eine Extra-Rolle gemacht. Aber schon gut Schaden. Stimmt, da kann ich ja jetzt mal gleich spitzeln. Was die Diluc hier für Artefakte geben. Oh, wow. Okay. Ich gucke mal ganz gerne in den Trials, was für Artefakte die den Charakteren wirklich geben. Im Probelauf ist es immer ein bisschen schwierig, weil sie da irgendwie richtig komische Artefaktsets teilweise haben, die ich nicht ganz so verstehe. Ich weiß nicht, ob das so ein großer Unterschied ist. Bin mir halt wirklich nicht sicher, ne? Oh, 5 so. Nee, er macht es auch so. Jetzt habe ich extra mal angetippt. So. Und das noch ein Elektroschleim. Ja, warte, ich muss looten. So. So, weg mit dir. Abgrundmagier Landrich. Hydrosänger. Hat einen lustigen Namen. Ich dachte, der wäre so ein krasser Namen. Oh, ich finde die so nervig, ne? So. Komm mal runter, Junge.
So, dann verhören wir mal den Abgrundmagier. I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan, what is it? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. You appear to have misunderstood the situation you're in. Nimm die brennende Hand. Did you just use a pyro vision to shoot fire from your hands? Ah, it burns! Let's see how long it takes for you to crack. Nimm die brennende Hand nochmal. Stop! Stop! Please! Pain! I beg you! Make it stop! Frag ihn nach seinem Plan. I'll talk. I'll talk. Ow, ow, ow! Please! Stop! I'll tell you everything. Disorder. We've amassed a force bound by a shared hatred for the Dark Knight hero. They will march on the Mondstadt city gates at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. Sehr direkte Methoden, der Herr Dilo. Aber ich vermute mal, wir bereiten uns dann jetzt auf den Kampf vor. Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting so strange all of a sudden? In light of what just went down here a moment ago, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's People Not to Tick Off Under Any Circumstances list. Oh mein Gott. Ich hatte mein Mikro aus. Es tut mir so leid. Ich wollte sagen, so ja, nach dem, was gerade passiert ist, kann man das durchaus verstehen, dass Paimon Diluc nicht verärgern will. Wir sollen jetzt mit Huffman also beim Ritterorden reden. Aber ich hätte gesagt, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und freut euch darauf, wie es weitergeht mit dem Helden der Nacht. Denn das werden wir das nächste Mal herausfinden, was der Abgrundorden da plant und wie er Mondstadt angreifen will. Und vor allem, was Diluc vorhat, um seine Identität zu wahren und Mondstadt trotzdem zu beschützen. Viel Spaß, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.